Sag mal, was ist verkehrt bei euch heute? Ich wische gerade. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich spinne wirklich. Sorry, ich gehe wieder raus. Ja, kannst du gleich hinterher wischen. Wirklich. Ich glaube, ich spinne. Junge Dame, ich wische hier gerade. Das gibt's doch gar nicht. Aber ganz fix raus jetzt. Aber ganz schnell. Meine Güte, ja. Badezimmer, Schuhe. Ich weiß schon. Naja, damit das künftig nicht passiert, beziehungsweise mit dem Wischmopp Lotte oder ich nicht so sehr hantieren müssen, habe ich heute hier von Osotec den H200 in einer Review. Den teste aber nicht ich, das muss dann Lotte machen. Aber was erwartet euch in diesem Video? Natürlich ein Unboxing, was ist hier drin im Paket, kurz die technischen Daten und dann geht's um den Praxistest. Wir werden dem Ding mal so richtig auf den Zahn fühlen. Lotte wird dem Ding mal richtig auf den Zahn fühlen. Mal schauen, welchen Schmutz der H200 tatsächlich bekämpfen kann. So, das Unboxing machen wir ganz schnell. Das ist das Dock, wo man den Wischmopp dann raufstellen kann zum Laden und reinigen. Netzteil. Die Rollen für den Walzenmopp. Der Mopp. Bodenreinigerlösung. Der Bedienhebel. Aufbewahrung quasi. Irgendein Nupsi. So, und dann das Schätzekin an sich. Ich bin sehr gespannt. Ich räume das jetzt mal hier erstmal alles weg und dann kommen wir mal zu den technischen Daten. Da ist er nun, der H200. Hier vorne habt ihr den Frischwassertank. Einmal raufdrücken mit 750 Milliliter Fassungsvermögen und hinten auf der anderen Seite auch raufdrücken und rausnehmen ist der Brauchwasser- oder der Schmutzwassertank mit 640 Milliliter Fassungsvermögen. Hier oben sehe ich gerade, ist noch mal ein Filterchen. Und ansonsten, ja, die Verarbeitung, die Haptik ist ausgesprochen gut. Das fühlt sich gut an, das ist kein billiger Kunststoff. Hier ist das Display. Das gucken wir uns dann aber im Praxistest genau noch mal an. Der Osotec H200 wischt nicht wie bei vielen anderen Modellen mit einer Rolle, sondern mit einer Walze. Das heißt, das kommt hier rauf und so wird hier gleich eine relativ breite Walze. Und so wischt er dann. Hat man natürlich mehr Auflage und Wischfläche zur Verfügung. 3 Reinigungsmodi gibt es. Einmal einen Automatikmodus, dann einen reinen Saugmodus und einen Turbomodus. Und er hat eine automatische Schmutzerkennung integriert. Kommen wir zur Leistung des Trockensaugers, Nass-Trockensaugers. Der hat eine Leistung von, naja, ungefähr knappen 200 Watt. 35 Minuten könnt ihr damit wischen und der Akku hat 4000 mAh Kapazität. Ja, aufgeladen ist das Ganze so zwischen 4 bis 5 Stunden, dann kann es weitergehen. Ja, der Wisch-Nass-Trockensauger wiegt 5 Kilogramm. Das klingt erstmal ganz schön viel, aber hat natürlich auch einen Vorteil. Dadurch ist natürlich der Anpressdruck auf den Boden deutlich größer. Ich teste das nachher mit Lotte zusammen, wie das Handling ist. Ja, und integriert ist hier auch ein System zur Selbstreinigung. Das hat aber so einen kleinen Haken, der mir nicht gut gefällt, aber auch dazu später mehr. Was ich richtig gut finde, ist, dass hier vorne im Wischteil eine LED-Beleuchtung ist. Das heißt, ihr seht immer auch in dunkleren Bereichen, wo noch Dreck ist. Ja, und dann kommt noch ein ganz besonderer Wert, nämlich die Bauhöhe. Die liegt bei knapp 11 cm. Und durch das 180-Grad-System kommt ihr damit halt echt fast überall, auch unter sehr, sehr, sehr tiefe Möbelstücke runter. Bin ich mal gespannt, wie tief. 180 Grad, das heißt, ihr könnt wirklich so saugen. Da müsste man eigentlich überall drunter kommen. Die Bürste ist weg. Dann geht's jetzt in die Praxis. Aber wie ich es in der Einführung schon gesagt habe, ich bin da echt nicht der Richtige. Ich habe zum Beispiel kürzlich beim Staubsauger-Roboter-Test habe ich das Schmutzwasser in der Küche
ausgeleert. Da gab es gleich von einer sehr, sehr lieben Zuschauerin Ermahnung, dass das nicht hygienisch ist. Also für so einen Test bin ich nicht geeignet, aber Lotte, und die ist echt richtig penibel. Lotte wird dem Ding richtig auf den Zahn fühlen. Und eins kann ich euch sagen, wenn Lotte sagt, das Ding wischt und saugt gut, dann wischt und saugt das gut. Also, ich nehme das Teil jetzt mit nach Hause und dann geht's ab in den Praxistest. Ich bin gespannt. So. Das muss alles mit. Bis gleich. Hast du schon mal mit so einem Nasswisch-Staubsauger-Teil überhaupt gearbeitet? Noch nie. Also gar keine Erfahrung? Gar keine Erfahrung. Das ist super. Dann füll mal Wasser ein. Wasser. Warte mal. Hinten ist der Schmutzwasserbehälter. Okay. Dann ist vorne hier draufdrücken, rausnehmen. Mal gucken. Ein kleiner Tank. Guck mal, ich glaube, hier klappst du das dann auf und kannst das Wasser reinmachen. Und dann kommt das kleine Behälterchen hier wieder rein. So, super. Geht auch ganz fix, einfach, klickt und sitzt. Also hier ist die Anschaltetaste, hier ist die Modustaste und hier ist die Reinigungstaste. Das passiert dann auf der Station. Dann schalten wir ihn mal an. So, Automatischer Modus. das ist der automatische Modus. Turbomodus. Turbomodus, den brauche ich bei euch immer. Wasserabsorbierender Modus. Wasserabsorbierender Modus. Das heißt, wenn man mal eine Pfütze oder einfach nur viel Flüssigkeit wegmachen möchte. Sag mal als allererstes die Handhabung. Der wiegt ja 5 Kilo. Ist das jetzt zu schwer? Lässt er sich gut steuern? Er lässt sich gut steuern, weil er auch so ein bisschen Antrieb hat, also nach vorne zieht. Also für mich völlig in Ordnung. Was ich sehr gut finde, ist, er wischt auch nicht so nass. Ne? Oft ist ja so, dass man den Wischmopp nicht richtig ausdrückt und der Boden, gerade Holzboden, zu nass wird. Er zieht fast wirklich von alleine nach vorne. Das war ja relativ simpel. Einschalten, Display, der H200 spricht mit euch, gar kein Thema. Jetzt geht es darum, jetzt soll Lotte mal wirklich hier den brutalen Schmutz loswerden mit dem H200. Das ist hier Erde, richtiger Dreck, das lassen wir jetzt eintrocknen. Ach, das macht irgendwie Spaß. Okay. Lotte? Oh nee, was hast du denn hier gemacht? Ja, wir müssen testen. Also los, komm. Oh, aber guck mal, du musst zweimal rüberrollen. Guck mal, das Display. Oh, das heißt, dass es besonders verschmutzt ist, wenn es rot leuchtet. Was mich jetzt auch nicht sonderlich überrascht. Ist sehr gut. Also zweimal musste aber rüber, selbst im Turbo-Modus. Gut, bei den Fugen ist natürlich schwer. Aber kriegt er hier eigentlich auch ganz gut hin. Also Fazit ist, hat er gut wegbekommen. Perfekt oder gar nichts mehr. Ja. Magst du Nutella? Nur auf dem Brötchen. Hat er Nutella gesagt? Das hat er jetzt davon. Das kann er nämlich mal selber machen. So, schön hier einmal. Morgen gibt es nur Butter auf dem Brötchen, würde ich mal sagen. Oh, du hast es für dich schon vorbereitet. Na, dann mach mal. Für mich? Ja. Das war deine Idee mit dem Nutella. Und du kannst dich jetzt um den Fleck kümmern. Das schafft er nie, bist du irre? Du hast das hier Millimeter dick Nutella raufgetragen. Das esse ich noch niemals auf dem Frühstücksbrötchen. Mal, So. das ist ganz, ganz dünn. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Okay. Und? Alter, das kriegt er nie weg, oder? Ja, aber es ist ja auch, also Nutella. Oh, guck mal. Wird aber besser. Ja, warte.
Nutella ist aber auch echt mies. Ja, ist klar, dass man das jetzt öfter machen muss. Oh doch, guck mal. Ja. Okay, ich würde sagen, Test bestanden, Härtetest. Super. Was meinst du? Also muss ich wirklich sagen, ausgeschaltet. Das hätte ich nicht gedacht, weil du hast das ja wirklich so dick gemacht. Also Ich war nicht so dick, jetzt übertreib mal nicht. Typisch Mann. Immer alles Frau, übertreiben. immer penibel sein. Aber in dem Fall ist es nicht penibel. Du hast es einfach mit Absicht gemacht, damit ich die Nutella nicht wegbekomme. Ich habe es mit Liebe gemacht. Also das ist schon beeindruckend. Aber für Lotte gibt es noch mehr. Schau mal. Siehst du das? So. Das ist jetzt eigentlich eher Paradedisziplin eines Staubsaugers. Aber ich will ja auch wissen, ob der H200 da im Prinzip auch mithalten kann. Lotte! Och Menno. Ja, los. Was Krümeltest. wird das jetzt hier eine Dreckschallenge heute oder was? Ja. Am Sonntag. Dann zeig mal, was du kannst. Ich glaube, du hast richtig Spaß an der ganzen Geschichte, oder? Das ist wirklich so. Dann testen wir mal. So, ja, das ist jetzt kein Problem. Jetzt gucken wir mal hier, wie die Kanten so laufen. Okay, es muss ein bisschen wenden. Ja. Die ist okay. Also auf der Seite kommt er Ja, gut ran, aber nicht? guck mal hier. Hier ist es dann. Da kommt er nicht so gut an die Kante ran. Ah ja, zeig mal. Fahr mal ein bisschen zurück. Genau, wenn man nämlich mal hier schaut, hier ist ein relativ großer Abstand und hier kurz. Aber auf der Seite ist es super mit der Kante, nicht? Ja. Jetzt da mache ich dir mal das passt es. Licht aus. Ja. Bringt denn diese Lampe was oder ist das eigentlich nur Quatsch? Nein, siehst du, bringt schon was. Also, ich meine, super. In Zeit der Energiekrise kannst du das Licht ausmachen, stauben und wischen nur. Das ist, hat auch was, oder? Hier, die Seite ist gut. Nee, bringt schon was. Jetzt bei den Fugen, aber gut, das ist halt auch. Ah, okay, da hat er Probleme. Ja, kriegt er nicht richtig. Versuch mal quer. Okay, in der Fuge ist halt Ja, kein der Staubsauger. Okay, jetzt ist das Ding ja nicht besonders von der Bauhöhe groß, aber kommst du denn damit auch unter Sofa, Sessel und Co.? Das werden wir jetzt mal testen, denn es hat eine 180-Grad-Funktion. So, soll ich euch das erstmal zeigen? Und zwar kann man das ganz, ganz flach machen. Normalerweise denkt man jetzt, oh, jetzt verkratzt hier aber das Parkett. Hier ist eine kleine Rolle Okay. und damit kannst du auch gut rollen. Wir werden es jetzt mal testen. Na zeig mal, das schafft er doch nicht hier runter. So, warte mal. Doch, schau. Und es ist ganz einfach, weil die Rolle, also der rollt echt alleine. Geht richtig. Lass ihn mal los. Soll ich Lass ihn mal los. loslassen? Ja? Okay, hier ist jetzt natürlich mit dem Henkel Schluss, aber verkehrt ist es. Du, super. Und Action. Jo. Alles geschafft und jetzt kommt er mal wieder auf die Ladestation. So. Wird aufgeladen. So, jetzt wird er aufgeladen und jetzt machen wir mal das Reinigungsprogramm an. Selbstreinigung starten. Und jetzt wird hier der Mob gereinigt, oder wie? Ja, der Mob wird gereinigt. Allerdings, was ein kleiner Kritikpunkt ist, es gibt keine Mobheizung. Das heißt, er fängt dann irgendwann an zu müffeln. Man muss den Mob schon abnehmen und dann auch trocknen. So, dann gibt es noch dazu eine kleine Bürste. So, hiermit kann man dann auch mal insgesamt dann, weißt schon, das Rohr reinigen, wenn irgendwas verstopft ist. Und es gibt hierzu noch auch wie so ein kleines Messerchen, eine Rasierklinge, wenn mal irgendwo Haare drin hängen. Passiert ja oft gerade im Badezimmer. Ja. Okay, abschließende Frage. Mach ihn doch mal kurz aus. Kannst du das unterbrechen? Versuch mal. Warte. Selbstreinigung
So, das System oder das System? Also ich würde eindeutig sagen, das System. H200. H200. Nicht dein Ernst. Was Du denn? kannst doch nicht den ganzen Tag, die ganze Zeit wischen. Na, wenn du mir sowas Schickes ins Haus bringst, du, siehst du doch, dass ich das kann. Nicht nur du schon wieder. Sitzt du schon wieder rum oder was? Ich glaube, ich spinne. Pack jetzt das mal weg. Sag mal, stalkst du mich? Ich? Den ganzen Tag, den ganzen Tag? Niemals. Würde ich niemals machen. Pack das doch jetzt mal auf die Ladestation. Ich muss arbeiten. Ich auch. Was glaubst du denn, was ich hier mache? Ja, was soll ich sagen? Ein riesen Nachteil vom Osotec H200 ist, dass uns Lotte nicht mehr in Frieden lässt. Boah, bis 22 Uhr kommt sie und wischt und wischt. Nein, Spaß beiseite. Was halte ich davon? Also, als allererstes, was halten wir davon? Die Verarbeitung, die ist top, ohne Fehl und Tadel. Das ist kein billiger Kunststoff. Die Haptik ist super. Der ist richtig gut verarbeitet. Die Wisch- und Staubsaugleistung. Lotte hat es gesagt, das ist wirklich richtig gut. Dann das flache Design, 180 Grad. Ihr kommt echt unter jedes Möbelstück runter. Die Beleuchtung vorne, also echt ein durchdachtes System. Ja, und Kritik, eindeutig die fehlende Walzenheizung. Weil ganz klar, ihr könnt das Ding nass nicht da drin lassen. Also so ein Mopp stinkt nach kurzer Zeit schon richtig bestialisch. Also rausnehmen, trocknen, wischen, auswaschen. Das finde ich nicht so gut. Bei manchen Staubsaugerrobotern, da fährt der Staubsauger rauf, dann wird automatisch Heizungsluft zugeführt und der Wischmopp wird so getrocknet. Ja, das finde ich nicht so gut. Aber ansonsten, auch für den Preis von uns, klare Kaufempfehlung. Ja, gefällt mir gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Toll, dass ihr dabei gewesen seid. Bald gibt es wieder weitere Videos. Freue mich, wenn ihr einschaltet. Tschüss, Tech for Fun.